Ja, stellt euch gerne mal vor, ihr seid ein Oktopus. Ihr habt 8 Arme voll mit Saugnäpfen und mit denen könnt ihr sogar eure Umgebung schmecken. Und ihr habt eine unglaubliche Fähigkeit, euch zu tarnen, sodass ihr quasi unsichtbar werdet. Faszinierend, oder? Und jetzt sage ich euch, dass wir Menschen gerade erst verstehen, wie faszinierend das Verhalten von Oktopussen wirklich ist. Und genau das wollen mein Kommilitone Daniel und ich unter der Leitung von dem Professor Wolfgang Slany gemeinsam mit einem Team von Wissenschaftlern und Marimundi herausfinden. Und dafür sind wir auf die Insel Krk gereist, an das Marimundi Forschungsinstitut, um von dort eben unsere Forschung zu betreiben. Das Ziel war es, die Oktopusse zu beobachten und das natürliche Verhalten dann besser zu verstehen. Unsere Geheimwaffe ist dabei dieser ROV, das Remote Operating Vehicle. Wird ja gerade schon gesagt, ich bin nicht so viel unter Wasser, wir sitzen eher an Land und benutzen dann diesen kleinen Roboter. Der hat Propeller, mit denen er sich fortbewegen kann, Licht und eine Kamera und ist über dieses Kabel mit einer Fernbedienung verbunden. Die Fernbedienung sieht aus wie ein Controller von einer Xbox und ja, unser Job hat sich dadurch oft eher wie Spielen angefühlt. Wir sind dann jeden Tag 2 Monate losgefahren mit dem Roboter. Wir haben ihn fast jeden Tag ins Wasser gelassen und da auf dem Bildschirm können wir dann live sehen, was der Roboter gerade unter Wasser filmt. Meistens waren Daniel und ich zu zweit unterwegs, aber oft haben wir auch Leute vom Marimundi Schulklassenteam mitgenommen. Anfangs war es aber schwieriger als gedacht, Oktopusse zu finden, denn wie ich schon gesagt habe, sie sind Meister der Tarnung. Sie haben spezielle Zellen in ihrer Haut, die Chromatophoren, und mit denen können sie ihre Farbe perfekt an die Umgebung anpassen. Und dann haben sie auch noch Muskeln in ihrer Haut, die auch noch die Oberfläche an die Umgebung anpassen. Ihr habt wahrscheinlich jetzt hier schon einen Oktopus in dem Video gesehen. Ich habe den, als ich diesen Roboter gesteuert habe, erstmal nicht gesehen. Da habe ich gesehen, ich drehe die Kamera erstmal weg und dann doch wieder zurück. Oh, da war doch was. Und dann war ich so aufgeregt, dass ich den Roboter erstmal auf den Boden gesetzt habe. Das hat den Oktopus erschreckt und er ist weggeschwommen und wir haben ihn auch nicht wiedergefunden. Was hier in dem Video noch ganz spannend zu sehen ist, rechts neben dem Oktopus, gleich sieht man das besser, da ist ein Fisch zu sehen, das ist ein Schriftbarsch. Und Oktopusse und Schriftbarsche im Mittelmeer, die sind oft zusammen unterwegs. Vermutlich jagen sie gemeinsam oder der Schriftbarsch bekommt einfach ein bisschen Futter vom Oktopus ab. So ganz genau weiß man das aber noch nicht, das wird noch erforscht. Oktopus-Speerfischer wissen aber schon sehr lange, dass sie nach Schriftbarschen Ausschau halten müssen, um einen Oktopus zu finden. Ja, in den 2 Monaten, die wir unterwegs waren, haben wir insgesamt 7 Oktopusse gefilmt und das für insgesamt 2 Stunden. Also wir haben 2 Stunden Videomaterial von Oktopussen. Und wir haben sie so in Tiefen zwischen 3 und 85 Metern gesehen. Ihr könnt sehen, dass der Roboter immer anzeigt, auf welcher Tiefe er sich gerade befindet. Hier sind wir bei 19 Meter. Und wir haben die Oktopusse immer im Dunkeln gesehen. Entweder war es schon nach Sonnenuntergang, wie hier in dem Video, da ist es schon 9 Uhr abends, oder es war halt so tief, dass da einfach kein Sonnenlicht mehr hinkommt. Vermutlich sind dann die Oktopusse aktiver, weil einfach nicht mehr so viel Fressfeinde und Jäger, also auch menschliche Jäger unterwegs sind. Die Oktopusse waren immer aktiv, wenn wir sie gesehen haben. Sie sind herumgelaufen und haben gejagt. Sie haben sich auch nicht wirklich durch den Roboter stören lassen. Sie haben einfach weiter ihr Ding gemacht. Aber sie haben den Roboter wahrgenommen. Wie dieser hier, der versteckt sich erstmal so ein bisschen hinter den Algen. Man sieht auch ganz schön, wie er seine Haut an die Algen anpasst, also diese Zipfel, die er da auf seinen Augen hat. Und dann war er aber so neugierig und ist auf den Roboter zugekrabbelt. Wir sind dann langsam mit dem Roboter rückwärts, bis der Roboter auf dem Boden aufgesetzt hat. Und dann haben wir auch die Propeller ausgemacht. Einfach weil der Oktopus so nah kam, wollten wir nicht, dass er mit seinen Armen in die Propeller reinkommt. Und er hat den Oktopus angefasst. Also er hat einmal ausgecheckt, was ist das für ein komisches Ding da. War wohl aber nicht so interessant, er ist einfach weitergelaufen. Und wir haben jetzt diese Videos hier nicht nur gemacht, um euch schöne Videos zeigen zu können, sondern wir werten die Videos wissenschaftlich aus. Also wir erhoffen uns dadurch neue Erkenntnisse über das Jagdverhalten von Oktopussen.
Wusstet ihr, dass Oktopusse vor ca. 150 Millionen Jahren noch eine Schale hatten, ganz ähnlich wie Schnecken? Tatsächlich sind Schnecken, Muscheln und Oktopusse miteinander verwandt. Aber im Laufe der Evolution haben Oktopusse ihre Schale verloren und heutzutage müssen sie sich solche Höhlen suchen, um sich vor ihren Fressfeinden zu schützen. Sie quetschen sich entweder in Löcher im Fels oder bauen sich selber Höhlen im Sand, oder aber sie können unsere künstlichen Oktopushöhlen benutzen. Verschiedene Studien haben schon gezeigt, dass Oktopusse solche Höhlen benutzen und dass sich die Höhlen auch als Management-Tool eignen. Wir haben also solche Konstruktionen aus Rohren mit Steinen dran, die man als Tür benutzen kann, gebaut und die wurden dann im Meer versenkt. Diese Rohre sind wahrscheinlich sehr angenehm für Oktopusse, weil sie so glatt sind und das ist angenehm für die Saugnäpfe. Taucherinnen und Taucher haben dann die Höhlen für uns am Meeresgrund versenkt und das sogar bis in Tiefen von 90 Metern. Und wir sind regelmäßig mit dem Roboter zu den Höhlen gefahren und haben geguckt, ob schon jemand eingezogen ist. Und Spoiler, das hat funktioniert. Hier in dem Video könnt ihr sehen, wie ein Oktopus die Tür zu seiner Höhle verschließt mit dem Stein, um einfach noch sicherer darin zu sein. Und wir haben auch andere spannende Dinge unter Wasser gesehen, wie da unten rechts, das ist eine alte Reuse, wo Kalmareier dran sind. Aber leider können wir nicht immer in Kroatien sein, deswegen sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr das nächste Mal auf Krk in Kroatien seid und tauchen gehen möchtet, dann könnt ihr zu diesen Höhlen tauchen. Auf unserer Website könnt ihr euch darüber informieren, wo genau die Höhlen sind und dann dahin tauchen. Es gibt welche in 5 Metern Tiefe, was für geübte SchnorchlerInnen geeignet ist, oder eben die Höhle in 90 Metern, was dann eher für erfahrene Tech-Diver ist. Aber es gibt auch alles dazwischen, also es gibt auch 14 Meter oder 20 Meter Tiefe. Und genau, bei den Höhlen könnt ihr dann schöne Fotos und Videos machen, vielleicht trefft ihr sogar einen Oktopus. Und die Bilder und Videos könnt ihr uns dann per E-Mail, WhatsApp oder Facebook zukommen lassen und gemeinsam können wir herausfinden, wie Oktopusse die künstlichen Höhlen tatsächlich benutzen. Ja, und so könnte dann euer nächster Tauchgang aussehen. Der Oktopus hatte auch nicht so viel Angst vor dem Roboter. Der hat sich auch ganz genau angeguckt, was schwimmt da vor meiner Höhle rum. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen futuristisch, denn wir experimentieren auch mit technisch ausgestatteten Höhlen. Also wir versuchen zum Beispiel so einen Bildschirm, das in der Mitte, in die Tiefe zu bringen, um herauszufinden, ob die freilebenden Oktopusse darauf reagieren und ob sie vielleicht sogar davon lernen können. Klingt ein bisschen verrückt, vielleicht, aber erste Versuche haben gezeigt, dass Oktopusse auf Bildschirme reagieren. Hier in diesem YouTube-Video sieht man, wie der Oktopus versucht, die Krabben, die hinten auf dem Bildschirm zu sehen sind, zu fangen. Und nach einigen Versuchen merkt er, dass das nicht funktioniert, dass er da nicht rankommt und dann lässt er es auch irgendwann wieder bleiben. Also vielleicht lernt er, okay, das ist etwas, was ich nicht erreichen kann. Und wir wollen eben das auch mit freilebenden Oktopussen testen, ob die das verstehen können. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir es geschafft haben, diesen Bildschirm druckresistent und wasserfest auf 20 Meter Tiefe zu bringen, dann könnt ihr euch die Kika-Folge Nina und die wilden Tiere Unterwasserkino für den Oktopus in der ARD-Mediathek oder auf YouTube anschauen. Und wenn ihr selber mal herausfinden wollt, ob ihr das Leben eines Oktopus meistern könntet, dann könnt ihr sehr gerne da hinten auf der anderen Seite von der Love Your Ocean Fläche zu unserem Stand kommen und das da einmal ausprobieren. Und da stehe ich natürlich auch noch für Rückfragen zur Verfügung. Genau. Und das war's schon.